Hallo liebe Löwen, wir schauen nach einer Botschaft für das Kollektiv der Löwen. Und hier sind schon zwei gefallen. Hier geht es um einen Neubeginn, der von außen angeschubst wird. Hier wirst du wahrgenommen, hier wirst du gesehen. Irgendwie stehst du hier gut in der Öffentlichkeit oder irgendwie vielleicht auch im Mittelpunkt. Das Außen wirkt auf dich, sodass du irgendetwas neu gestalten kannst. Ja, es geht ja darum, hier was zu stabilisieren. Vielleicht geht es auch um einen Neubeginn im häuslichen Bereich. In der Umgebung verändert sich was. Ich habe so, dass du dich zeigst, ne? Du versuchst irgendwelche Dinge umzugestalten, die am Ende das ganze Umfeld betreffen. Der freudige Anfang damit hier etwas, was an dir nagt, dir mehr Halt gibt, also dass das Gefühl ersetzt wird von ich bin im Mangel zu ich bin da, wo ich hingehöre, ich habe ein gutes Umfeld, das Umfeld wirkt sehr gut auf mich. Ich erschaffe mir sozusagen eine Welt, in der ich nicht mit Mangel beschäftigt bin. Hier ist auch Reflexion über Dinge, die man vielleicht begonnen hat, die nicht geklappt haben. Das Schöne ist, ihr habt hier die Möglichkeit, die Unklarheiten in der Vergangenheit zu lassen und euch auch noch mehr zu klären. Ne? Das ist im Moment so ein Prozess, wo ihr versucht, alles, was im Nebel gestanden hat oder wo ihr keine klare Sicht drauf hattet, hier in ein neues Konstrukt zu, ja, ich sag mal, verbauen. Hier kommt ihr sehr schön voran. Ihr habt hier langfristige Ziele. Das Bötchen eures Lebens fährt in eure Richtung. Es geht um eure Wünsche, Träume. Möglicherweise seid ihr hier auch sehr viel unterwegs. Ihr habt hier mehrere Themen. Also ihr versucht euch hier im Alltag mehr Momente zu schaffen, in denen ihr euch gut fühlt, im Flow fühlt und geklärt fühlt. Ne? Es kann ja auch sein, ihr habt zwei Projekte oder zwei Situationen, die ihr euch hier erarbeitet. Und das Alltagsglück oder die Bereicherung des Alltags ist hier sehr wichtig. Das Glück liegt hier auch in eurem eigenen Haus drin. Ihr verschafft euch hier irgendwie auch Erleichterung, kürzere Wege oder ja, Situationen, die einfach Erleichterung mitbringen. Minimalismus irgendwo auch. Und ihr habt irgendwie so gar keinen Nerv mehr für Blockaden, die aus dem Umfeld wirken. Ne? Ihr sitzt hier in eurem Bötchen, ihr nehmt Fahrt auf, ihr habt hier Kurs und Hindernisse, die ihr aus dem Umfeld rauskriegt, die überwindet ihr hier sehr gut. Kommunikation wird angezeigt, hier vielleicht auch die guten Nachrichten. Und hier kommt die Beständigkeit rein. Hier zeigen sich Dinge, die betreffen viele Lebensbereiche. Ne? Das kann sein, dass ihr hier so ein, wie nennt man das, so ein Grundaufänderung macht, ne? Dass ihr sagt, so geht es nicht mehr weiter, hier möchte ich mich da lang entwickeln und hier da lang. Ihr sucht auf jeden Fall die kürzeren Wege, ihr habt die Chance, immer mehr nach vorne zu gehen, in einer bestimmten Leichtigkeit auch. Ne? Erleichterung kommt mir hier sehr in den Sinn.
Nachrichten, auf die ihr wartet, die euch am Ende auch so, ich sag mal, erstens mal wieder zu einer neuen Wachstumsphase bringen, zweitens mal über ein Hindernis, das ihr vielleicht auch öfters schon hattet. Wenn ihr was gestartet habt und etwas hat nicht funktioniert, habt ihr hier die Möglichkeit, den richtigen Platz oder den richtigen Ort zu finden, um hier langfristige Projekte voranzutreiben. Es kann etwas sein, was auch eurer Vitalität sehr entgegenkommt. Das heißt, das, was ihr hier ändert, wird euch bereichern, weil ihr mehr Lebensenergie habt oder die Dinge in Leichtigkeit machen könnt. Der ein oder andere hat vielleicht ja auch vor, eine Reise zu machen oder zu verreisen. Etwas wie eine kurze Auszeit. Kommunikation ist hier sehr wichtig. Irgendwie habt ihr vielleicht die Erwartung, dass irgendein Schriftstück kommt, das ihr braucht, also auch eine Bejahung, eine Zusage. Und gleichzeitig habt ihr vielleicht auch so ein bisschen Bammel, hier müssten noch viele Papiere über den Tisch gehen oder Gespräche laufen nicht so, wie sie sollen. Am Ende mit dem Baum habe ich tatsächlich für euch eine Phase, die langfristig auch Wachstum mitbringt. Ihr habt hier unten den Fuchs und die Finanzen. Möglicherweise werdet ihr hier aufgefordert, auch einen klugen Zug zu machen bei allem, was mit den Finanzen zu tun hat. Oder auch zu überprüfen, was dürft ihr wo anpassen, damit euch die Finanzen treu bleiben oder stabil bleiben. Ihr habt hier möglicherweise, guckt mal, den Wohlstand. Hier unten haben wir die Finanzen und den Fuchs. Die Aufforderung, dass ihr euch nicht ausbremsen lässt von dem, was euch eigentlich Zweifel mitbringt. Und die Karte Wohlstand sagt aber halt auch, du kriegst hier nichts vor die Füße geworfen. Du darfst emsig sein. Die Biene ist geschäftig, ja. Sie tut sehr viel für die Süße im Leben. Und sie tut es vielleicht auch mit anderen zusammen. Sie erarbeitet sich etwas, aus dem sie nachher schöpfen kann. Also dieses Szenario, das hier liegt, geht an sich mit einher, dass man einfach produktiv und strukturiert hier seine Fahrt aufnimmt, dass man sich auch nicht ausbremsen lässt. Man guckt hier oder zieht auch Bilanz, wo die Arbeit bisher nicht die Früchte gebracht hat, die man gebraucht hat, und lenkt eben hier diese Sachen in andere Richtungen. Da steht ein bisschen Arbeit auch tatsächlich an, damit ihr das, was ihr euch wünscht, ins Leben ziehen könnt. Und die Karte sagt einfach, arbeite mit anderen zusammen, schaue, wo deine Energie im Einklang steht, wo vielleicht Menschen auch gemeinsam etwas bewirken, dann wird sich dein Glück einstellen. Also es geht hier nicht darum, auszuruhen, das zeigt auch das Schiff an, ne? Man muss sich in Bewegung setzen und möglicherweise hat man hier auch jemand, der mit auf der gleichen Wellenlänge fährt, schwimmt. Und glaub auch hier daran, dass du es verdienst, dass du deine Ziele umsetzen kannst. Wir schauen mal, welches Krafttier die Löwen begleitet. Guck mal, ihr habt hier den Skarabäus, das passt eigentlich sehr gut, denn der macht aus Mist Gold. Hier habt ihr den Honig. Der Skarabäus ist im Prinzip auch ein heiliges Glückswesen und kündet eine fruchtbare Phase an. Und dein Leben zeigt sich dir in neuem Licht und frischem Glanz. Ne? Das Skarabäus heißt auf Deutsch werden oder was entstehen lassen. Und der Skarabäus erinnert dich einfach an deine ureigene Schöpferkraft, mit der du dich schnell aus einer misslichen Lage auch befreien kannst. Und für dich wird gesorgt, du darfst nach den Sternen greifen.
Das, was du hier planst, ist fruchtbarer, als du ahnst. Sonne und das Außen und die Natur sind für dich wichtig, gleichzeitig auch deine Träume, Eingebungen und Visionen. Und du kannst jetzt Dinge oder Hindernisse oder Lebensblockaden auch für dich selbst zum Guten wenden. Super. Schauen wir, welche Sanssouci-Karte den Löwen noch was sagen möchte. Ja, hier geht es um den Harlekin. Hier ist vielleicht jemand unterwegs, der irgendwie eine Kunstfigur darstellt, der bewusst nicht so ist wie die anderen oder der die sozialen Normen auch nicht erfüllt, der den Mainstream ablehnt, der irgendwo schrill ist, Idealismus hat und vielleicht auch einen guten Sarkasmus und Ironie für die Widrigkeiten des Lebens. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit, ich drücke euch und bis bald.